Okay, ich habe eine Bombe bekommen. Danke, Kent. Nice. Vielen Dank, Kent. Eine Briefbombe. Ah! Ah! Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zum Butch Bob 42 236 Abonnenten Special und wir spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und das ist das 236 Abonnenti Special. Na, Abo-Special kannst du ruhig sagen. Da geht es ja nur um die Abos. Genau. Ja, haben wir jetzt gerade mal wieder. Oh. Das ist schön. Abigail geht heute in die Stadt. Sie muss sich die Beine Und ich vertreten. habe Tierfutter bekommen. Cool. Danke, Mani. Und noch mehr. Butch, ich wollte dir danken, dass du dich um meinen Sonderauftrag gekümmert hast. All die harte Arbeit, die du geleistet hast, hat dem Image von Pelikanstadt einen großen Aufschwung verliehen. Hier ist ein Mini-Versandbehälter als Zeichen meiner Wertschätzung. Platziere es überall und ich werde auf meinen Runden sicher einen Halt machen. Levis. Ich pack den hier neben mein Haus. Nee, Quatsch, der kommt an den Strand. So. Ja, stimmt. Ich pack, Den pack ich an den Strand. Packe meinen Koffer. Den hier, wo packe ich denn den hier jetzt hin? Ich glaube, ich packe den direkt vors Gewächshaus. Weil. Ja. Ja, das passt schon. Oh, eine Riesenmelone ist wieder am Start. Ja. Nice. Hat sich echt gelohnt, dass wir nochmal gewartet haben, ne? Ich hätte sonst. Auf jeden Fall. Das wäre so richtig doof gewesen. So. Hier kann nichts mehr draus werden. Hier kann auch nichts mehr draus werden. Aus mir kann auch nichts mehr werden. Muss ich auch abernten. Ich ernte mich selbst ab. Ja. Deutschland erntet sich ab. Stell dir vor, Thilo Sarrazin, der Bauer oder so. Deutschland erntet sich ab. Das ist aber auch so ein Vogel, der Typ, ey. Ey, vor allem, wie lange ist das jetzt mittlerweile her? Das ist schon 10 Jahre. Ewig, ey. Ich meine, da war ich noch in der Schule, glaube ich. Echt? Also, ja, das ist schon eine ganze Weile her. Also als er es war doch dieses Buch, ne? Ja, genau. Ja. Deswegen, und ich meine, da habe ich mich mit einem Mitschüler noch drüber unterhalten und so. Der allerdings, der hat nicht so gut differenziert. Also der ist halt extrem stark in die linke Ecke so gegangen. Ja. Und naja, aber egal. Ich mochte ihn trotzdem. Ja. Aber ich hatte auch so einen, der war auch sehr link. Mit dem habe ich mich auch immer gut. Mit dem hat man gut reden können. Ja. Was war ich jetzt gerade? Achso, Butch. Wir waren letztes Mal bei den Languages of Love erst noch. Ja, stimmt. Okay. Und auf der gleichen Seite oder von derselben Person gibt es noch die Languages of Apology. Oh, das. Okay, das ist interessant. Und Languages of Love war nicht interessant, oder? Doch, aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das meine ich damit. Also das ist jetzt eine Sache, mit der ich. Nee, es gibt noch die Languages of Apology. Ich habe mir tatsächlich die jetzt nicht einzeln aufgeschrieben, weil ich das mit den Love Languages interessanter fand. Ja. Aber ich habe das natürlich also gibt es auch wieder so einen Test und kannst du machen und hier und da kam bei mir raus, das habe ich mir noch gemerkt, quasi, ich weiß gerade nicht, wie es im Englischen mehr hieß, aber quasi die Wiedergutmachung. Also, dass wenn jemand irgendwelchen Müll macht, den ich nicht gut finde, dann ist es quasi von meiner Seite aus, verlange ich quasi dann, dass es eine Art Wiedergutmachung gibt. Und dann gab es noch irgendwie, dass jemand das bereut, also das als Entschuldigung. Dann gab es das quasi dieses, ich werde mich bessern, also dieses, ja, weiß ich nicht, kommt verbessern wieder halt. vor. Ja, so nach dem Motto so. Oder nächstes Mal mache ich das anders oder ne. Dann gab es halt, das waren jetzt 3. Und es gab insgesamt auch wieder 5. 1 war bei mir gar nicht vertreten. Also da weiß ich aber auch nicht mehr, welches das war. Ja. Aber war wahrscheinlich einfach nur dieses Entschuldigung. Ja, aber das war auch auf jeden Fall sehr interessant. Das ist wirklich interessant. Ich bin so ein Typ, ich bin fast gar nicht nachtragend.
Also es kann sein, dass ich gegen einen Menschen einfach nur so eine ganz natürliche Antipathie habe. Das kann schon mal vorkommen. Relativ selten. Und das kann sich auch ändern. Wenn ich merke, dass die Person dann doch gar nicht so kacke ist. Aber ansonsten gibt es halt Menschen, die strahlen etwas aus, mit dem ich absolut nicht kann. So. Die müssen noch nicht mal was gemacht haben, sondern die strahlen halt wirklich was aus und da bin ich schon total anti. Das kommt sehr, sehr selten vor, aber es kann vorkommen. Ansonsten bin ich aber sehr lieb oder mag ich eigentlich alle Menschen. Und ich bin ja selber so ein Typ, ich weiß von mir, dass Fehler sehr schnell passieren können. Ne? Und die dümmsten Fehler, ich bin zum Beispiel ein sehr vergesslicher Typ. Und gerade Sachen, die auf dieser Ebene passieren, ne? wo es keinen persönlichen Kontext unbedingt hat, ne? Verzeihe ich total schnell, weil ich einfach zu genau weiß, dass mir das selber auch andauernd passiert und die Leute eben nur mal Blödsinn machen. So. Und deswegen bin ich so überhaupt nicht nachtragend. Oder sehr, sehr gering nachtragend, glaube ich. Würde ich von mir selber jedenfalls sagen. Und dann, wenn sich dann entschuldigt wurde, bin ich auch so, dann ist das jetzt, ja, dann so, ist dann so. Ja. Also ich bin auch gar kein Mensch, der das dann irgendwie nach Monaten nochmal vorbringen würde oder so. Oder nochmal sagen würde, hey, aber du hast doch mal und das und das. Das kann ich gar nicht. Damals, am 3. März naja, 2000. Ich finde, wenn man gerade in einer Beziehung oder so, wenn man schon mal über eine Sache gesprochen hat und die das eigentlich geklärt hat, so, oder sich entschuldigt wurde und die Entschuldigung wurde in irgendeiner Form auch angenommen, dann redet man da nicht nochmal drüber. Oder dann darf das nicht noch einmal Mittelpunkt eines Streits sein, finde ich. Das hat dann die Berechtigung quasi verloren. Darüber wird dann nicht mal nochmal geredet. Außer es passiert jetzt etwas, wo das schon wieder, also was halt ähnlich ist. Ja, ich würde sagen, nicht muss halt im Verhältnis stehen, ne? Also muss oder aufeinander Bezug haben oder was weiß ich. Ja. So, aber ansonsten bin ich da echt, ja, so eine Wiedergutmachung oder sowas, damit kann ich nichts, gerade wenn irgendwas Blödes passiert oder so, was will man denn wieder gut machen? Das ist doch passiert. So. Naja, mir würde da einiges einfallen. Du könntest zum Beispiel das nächste Mal ein Deck nehmen, was keine Karten beinhaltet, von denen wir vorher abgesprochen haben, dass wir sie nicht verwenden werden. Oder die ganzen Kapitel nachsetzen. Oder ja. Also sorry, aber das musste sein. Das musste absolut sein. Da löscht du die ganzen Kapitel, Alter. Ach, klassischer Butch. Klassischer Butch, ja, aber das. Oh nein, komm ich jetzt bei Willi nicht mehr rein? Deswegen weiß ich ja, dass Willi, Alter, ich hasse dich, ey. Passieren. Weißt du, der labert hier, kannst jederzeit ins Hinterzimmer gehen und das Boot reparieren. Nö, aber nur, wenn ich da bin. Ja, danke für nix, ey. Ich wollte eigentlich auch gerade die 200 Hartholz wollte ich ihm hinbringen. Aber nein. Weiß gar nicht, wo gibt's denn überhaupt den Kugelfisch? Im Meer. Warum kriege ich denn keinen? Ist das die richtige Jahreszeit? Doch, Sommer und nachmittags, oder? Kann das sein? Ich habe noch gar keinen Kugelfisch gefangen. Ja, deswegen, ja, okay. Ich habe noch nie einen Kugelfisch gefangen. Okay. What? Warum nicht? Weil, keine Ahnung, kein Bock. Hä, das geht doch. Ich muss doch schon mal einen Kugelfisch gefangen haben. Hä, warum? In meiner Sammlung ist kein Kugelfisch drin. Ich habe doch schon 1000-mal Kugelfische gefangen gesehen. Bist du ja sicher? Also ich weiß, den fürs Community Center oder so haben wir, glaube ich, gekauft. Oder hab ich? Warte mal, kann ich ja mal gucken.
Ich habe noch nie einen Kugelfisch gefangen. Nee, stimmt, das ist gleich der erste Fisch, ne? Nö, habe ich auch nicht. Ja. Und ich weiß, auf dem Nachtmarkt haben wir, glaube ich, auch einen gekauft. Und den hatte ich dann für Demetrius benutzt. Weil der ja auch irgend so eine Quest dann manchmal dann für einen hat, wo er einen Kugelfisch will. Aber wo gibt's den denn? Na, ich glaube, Sommer, Meer und dann irgendwie bis 16 Uhr oder sowas. Guck im Wiki nach. Will ich nicht. Warum nicht? Weil ich gerade angel. Ach so. Na gut. So Blödsinn, ey. Wirklich. Naja. Egal. So viel Egal. zum Entschuldigen. Was müsste der Wendler tun, um sich bei dir zu entschuldigen? Wofür jetzt genau? Für sein Wendler sein. Ja, er müsste. Ich glaube, da müsste er einfach nur die Schnauze halten. Also, bevor dieses ganze Corona-Zeug da so losging. Bob, bei dir klingelt's. Ja, ich weiß, aber was soll ich machen? Aufnahme ist Aufnahme. Also, sorry. Weißt du, nämlich sonst, immer wenn ich gerade mal eine Toilettenpause mache, dann klingeln die ganzen Paketboten, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, und jetzt, nee, ist mir einfach egal. Können sie klingeln, so oft sie wollen. Wir haben nette Nachbarn, die nehmen immer gerne für uns an. Aber guck mal, wenn die netten Nachbarn gerade beschäftigt sind, ja, dann, weil die erwarten gar kein Paket und eigentlich... kein Paket, was so wichtig auf dieser Welt ist, dass ich jetzt hier unbedingt lossprinten muss. Weil was ich sagen möchte, ist, dass das Paket gerade... dass die vielleicht gerade beschäftigt sind, die Nachbarn, mit ihrer Liebessprache, weißt du? Und dann kommt aber so ein Paketbote halt zu denen und klingelt bei denen, weil du ja nicht aufgemacht hast. Ja. Und der Paketbote das aber trotzdem abgeben will. So. Ja. Und die waren gerade dabei, mit ihrer Liebessprache, ihre Apology-Sprache Ja. zu machen. Und jetzt können die sich nicht richtig entschuldigen und dann trennen die sich. Dann würde ich sagen, haben die halt einfach Pech gehabt. Okay, Weil entscheidet ja jeder selbst, ob er eine Tür aufmacht oder nicht. das stimmt. Also ich würde beim Entschuldigen, würde ich nicht die Tür aufmachen. Was? Beim Entschuldigen würde ich nicht die Tür aufmachen? Was? Na, Entschuldigung in Liebessprache. Was? Okay, du musst mir mehr Input geben, ich raff gerade Wenn nichts. ich gerade beim Baby machen wäre, würde ich nicht die Tür aufmachen, wenn es klingelt. Ach so. Okay. Ja. Würde ich auch nicht machen. Siehste. Das wäre auch irgendwie weird. Zieht man sich dann eigentlich wieder an oder wie Macht sehr man dann zieht man da sich weiter, an? wo man aufgehört hat? Das ist eine gute Frage. Wie sind da so die sozialen Regeln? Also, weiß nicht. Ich verstehe das auch nicht. So, morgen bringe ich aber das Holz zu Willi. Das sage ich dir. Das sage ich dir. Ich wollte eigentlich auch diese scheiß Kiste bei Willy abstellen, aber habe ich nicht gemacht, war. Hat er nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Hast du Habe ich nicht ja nicht gemacht. eingesehen. Habe ich ja nicht eingesehen. So. So. Ich habe seit Tagen hier nicht wirklich was gemacht, habe ich das Gefühl. Na doch, ich verkaufe ab und zu was. Ja, ich Auch schon Aufträge renne irgendwie immer erledigt und meine ein und dieselbe Runde, habe ich so das Gefühl, und Ja. komme zu nix. Ja, komisch Wir gerade. müssen wieder Iridium. Pflanzen müssen wir wieder abschaffen. Also sobald Ja. der Sommer hier rum ist, hier gibt es einfach keine saisonalen Pflanzen Wird mehr auf dem einfach nichts Feld. mehr gemacht. Gibt nur noch Gewächshaus. Ja, ich Und will vor allem jetzt auch ins Bett. Iridium-Zeug hier. Ja, da Jetzt müssen mal. wir halt abwarten. Wir müssen morgens im Fernsehen gucken, dass wir halt Glück haben. Ne? Mhm. Die Geister sind heute gut drauf. Also heute hätte ich Glück gehabt. Oh, Ja, vielleicht Emika ja ist gar morgen nicht auch. im Bett. Kommt die so spät nach Hause? Aha. Ist sie noch trinken? Na, freitags gehen die doch immer in die Kneipe. Also Sam, Sebastian, Abigail. Gut, Shane ist sowieso immer da. Ja. Und ich möchte ja ihren Freiraum lassen, ne? Ja. Am Wochenende darf sie dann schon mal bis nach Würzburg fahren, ne?
Laufen. Stimmt, laufen. Wir kommen zurück. Hier in der Infocard. So, die Geister sind heute etwas genervt. Ja, heute habe ich Also kein heute Glück. nicht. Also heute gehe ich nicht. Also du musst bei dir gucken, ob bei dir vielleicht Glück ist, weil dann... Als ob. Höchst unzufrieden. Höchst unzufrieden. Okay, ich habe eine Bombe bekommen. Danke, Kent. Nice. Vielen Dank. Eine Bombe per Mail verschickt. Ah, alles klar. Ja. Also per Eine Briefbombe. Post. Eine was? Eine Briefbombe. Ach, Brief. Hab eben erst verstanden, eine Pyritbombe. Dachte mir so, wie muss ich mir das vorstellen? So. Ja, eine Briefbombe. So, okay. Habe ich irgendwas? Ach, guck mal, Abigail übt Flöte spielen. Das ist schön. Ich habe viel zu viel Zeug immer dabei, ey. Das regt mich richtig auf. Oh, Kaffee. Also ja, Kaffee habe ich auch gesammelt. Na, einen hast du nicht eingesammelt. Weil der Das lag kann noch da. Oh, Mayonnaise Mayonnaise. und Honig. So, hier rein. So, Butch, was habe ich denn hier Das noch kommt da auf meinem rein. Themenzettel stehen? Lange kein Weiß ich Thema nicht, mehr Butch. hier gehabt. Bestimmt. Pass auf. Ich passe. Kennst du das Phänomen oder die Verletzung namens Avocado-Hand? Nein. Nicht? Nee, kenne ich nicht. Keine Ahnung. Was ist das? Es Was ist das? tatsächlich, es ist quasi das, was es behauptet, was es sagt, was es aussagt. Sieht deine Hand aus wie eine Avocado oder nein. kommt das vom zu viel Avocado essen? Ja. Nee. Halten. Na, warte mal, hast du... Wir brauchen noch 2 Eier für Gas. Okay, ja, das sollte ja drin sein. Nee, die Avocado-Hand kommt vom sich beim Avocado-Schälen, beim Avocado-Zubereiten verletzen. Okay. Das war total Ich bin ja witzig. mittlerweile richtig gut darin. Ja. Also es gibt da einige Tricks, wie das überhaupt gar kein Problem ist. Man muss halt warten, bis die Avocado auch wirklich reif ist, ne? Wenn man das jetzt echt machen will, obwohl die noch steinhart ist, dann lass es halt einfach. Dann funktioniert das nicht. Ja, ich fand es halt nur geil, dass dieses Krankheitsbild, also dass das diesen Namen hat oder dass es von dieser, ja, ich weiß gar nicht, von dieser Ungeschicktheit, also weiß ich nicht, ob man es ungeschickt nennen kann, aber dass es dafür extra dann quasi einen Namen für diese Verletzung gibt. Ja, vor allem, die muss ja auch so charakteristisch sein, Ja. die Verletzung. Das ist lustig. Aber ich habe eine Avocado-Hand. Und jeder weiß aber, was damit gemeint ist. Du hast den Rumpf repariert. Ja, mit 200 Hartholz. Jetzt Sehr fehlt gut. nur noch, warte mal, wie viel Iridium brauchen wir nochmal? Zu viel. Ja, normalerweise brauchen wir eigentlich auch erstmal Iridium, um unsere Tools hier zu verbessern. 5 Iridiumbarren. Nee, erstmal die Tools. Ich finde, die sind Erstmal wichtiger. Ich bin kurz in der Mine. Ja, ich müsste eigentlich auch noch ein bisschen in die Mine, um Weil ich hier 40 Kupfer Minenarbeit machen hier muss. noch aufzustocken. Ich muss 40 Kupfer. Ein Kupfer habe ich schon mal. Kriegen wir hin. Mal gucken, habe ich dieselbe Aufgabe hier gleich? 40 Kupfer. Los geht's. Aber wir zählen ja nicht zusammen, ne? Was ist nicht zusammen? Wir zählen ja nicht zusammen. Unsere Kupfer. Ich glaube nicht. Nee. Ein bisschen schade. Und Ist gerade immer nur heute, wo bei ich halt diesem- kein Glück habe. Ist nur bei diesem Sonderangebotsdingens Ja. Teil, weißt schon. Ja. Babam. Hat den Bau auf sein Haus beantragt. Hast jetzt Ja. einen Keller? Naja, dauert halt noch ein bisschen. Ne? Aber prinzipiell ja. Und dann können wir nämlich Und dann den Wein in Wein? Silberqualität und Ja. Sehr gut. so machen. Und dann können wir hier, ne, mit dem zerstörten Jojamarkt. Weißt du schon, was es damit auf sich hat? Nein, ich habe keine Ahnung. Ah, sehr gut. Soweit bin ich selber noch nicht. Aber ich bin gespannt. Sehr. Achso, auf welcher Ebene bist du denn jetzt eigentlich? Obwohl Ich eigentlich bin 4. Achso, dann komme ich da jetzt auch mal hin. Ich dachte, da wäre irgendwie genug Kupfer, aber irgendwie hat sich's ausgekupfert. Ebene 3. Der Hier kreuzfidele liegt noch- Kupferschmied Liegt noch war Schleim hier und wohl schon. Stein. Dann sammelt's ein.
Ah, ich höre dich schon. Boom. Ja, ich sehe da eine Treppe. Also Ja, eine Leiter. Mit Kupfer. Coupé. Das dürfte ja nicht allzu lange. Ist doch voll scheiße, wenn du jetzt auch auf meiner Ebene bist, weil wir uns doch Yep. noch den. Ja. Müssen wir halt umso mehr und so. Wir haben ja Zeit, ne? Naja, ich glaube 2 Tage oder so. Mhm. Bam, 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 bam. So, wir werden eine Leiter. Ja, jedenfalls die Avocado-Hand fand ich interessant. Hier ist eine Leiter. Ich gehe da einfach mal runter. Aber irgendwie liegt mein Themenzettel heute so weit weg. Das ist schlecht. Muss Post-Production Bob auf dich schneiden. Ich versuche gerade ja mit einer Spitzhacke den Schleim zu töten. Ach so, Butsch. Warte mal, ich packe mir mal den Zettel jetzt mal hier woanders hin. Und Was los? zwar, du isst doch bestimmt gern Met. Gar nicht mehr so viel. Aber ich esse ja richtig also gern Met. ich mag den Geschmack, keine Frage. Und ich würde das richtig gerne essen. Aber ich hasse es, dass mir das alles in den Zähnen hängen bleibt. Ja, das ist ungünstig. Aber Das ist nervt ein, mich total. Das ist Das ein macht mir geringer richtig- Preis für das geile Met. Nee, tatsächlich macht mir das Essen immer kaputt. Okay. Nee, ich habe mich den einen Tag mal dafür interessiert, warum heißt das eigentlich Met? Woher kommt das? Seit wann gibt's das? Warum isst Ja, man wegen das des hier und so Met-Igels. weiter? Ja, wird aus Met-Igeln gewonnen, genau. Nee, und zwar kommt das Wort Met vom Metzger. Ne? Der Metzger macht halt Met. Ja. Ja, aber woher kriegt der? Und das wurde schon 1777 gab es schon dieses Wort, wurde es schon Ja. erwähnt. Und es gibt ja nochmal so eine, also eigentlich nur eine sprachlich regionale Unterteilung von eben Met, Hackepeter, Hackfleisch und so. Oh, Ja. eine Krabbe. Und tatsächlich ist total krass, diese unterschiedlichen Wörter sind zum großen Teil auch auf die deutsche Teilung zurückzuführen. Oh. Okay. Also weil du hast ja Hackepeter, Met, Hackfleisch, Gehacktes und so weiter. Ja. Und ich glaube, da war die Rede von Berlin, da wird es halt eher Hackepeter oder eben Hackfleisch genannt. Und Scheiße. in Westdeutschland, hier ist eine Leiter, und in Westdeutschland war es halt eher Met. Warum auch immer, ne? Aber fand ich krass, dass... Na, vielleicht weil der Fleischer und der Metzger? Ja, könnte tatsächlich sein, ne? Aber ja, nee, fand ich ganz interessant. Also coole Sache. Ich find Met generell geil. Wir hatten auch am Wochenende ordentlich Met. Ja, meine Den Mutter hat krieg auch ich, mit den krieg geholt, ich. aber ich war... Oder haben wir ihn Warum beide klaust du bekommen? jetzt mein ganzes Zeug, Mann? Was ist denn los mit Na, weil dir? ich noch eine Stufe aufsteigen will in Minenarbeit. Ja, ich nicht, oder was? Nö. Dir ist das doch egal. Hike nie gesagt, hier sind Siehst du, Leiter. du kannst in Kampf aufsteigen. Obwohl, da muss ich auch noch eine Stufe aufsteigen. Deswegen komm mal her hier, du komischer Schleim. Bam. So, was kann ich noch erwähnen? Oh nee, auf die Ebenen will ich nicht. Nee, die sind voll nervig, ey. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier... Ach nee, jetzt sind die Ebenen noch nicht wieder resettet. Kannst du einmal aus der Mine kurz rausgehen und wieder reingehen? Nee. Mal jetzt hier weiter. Oh Mann, boah. Ja, die Zeit verschwindet doch auch. Ich hab Bock drauf. Das ist schon 18:30. Ja, warte. Ich bin fast fertig mit der Quest. Lass ich mir jetzt auch nicht mehr verderben hier. Ich habe 26 von 40. Ich meine 30 von 40. Ich meine 34 von 40. Wie viel hast du so? Ich bin fertig. Was? Ja. Unerhört. Ah! Scheiße. Ach, das war knapp. Ah, da ist nochmal Kupfer. Kupfer. Butch, noch eine andere Sache. Auch wenn wir gerade hier Sommer haben in Stardew Valley. Ja. Jetzt fehlt mir echt ein Kupferstück hier. Nee, 3 sogar noch. Hä? Na gut. Wusstest du oder kennst du die Kelly-Formel? Nein.
Kannst du dir etwas unter der Kelly-Formel vorstellen? In was für einem Bereich die so vielleicht angewendet wird? Oder stell mal eine Hypothese auf, was hier die Kelly-Formel sein könnte. Ne, ich kenne nur 3 Kellys. Nee, Okay. das stimmt nicht. Ich kenne vielleicht. Ich kenne eine ganze Familie, Hier. die so heißt. Ja, die meine ich ja. Also einmal die Familie Kelly, dann Kelly Clarkson, dann Kelly Bundy und Kelly, Mrs. Vlog. Wollte ich gerade sagen, Kelly Mrs. Vlog. So, mit denen hat die Kelly-Formel einfach überhaupt nichts zu tun. Ah, ganz knapp. Ich kann dir schon mal sagen, dass ich die Kelly-Formel unbewusst angewendet habe in Stardew Valley. Ach ja. Also ich wusste nicht, dass das einen Namen hat oder dass da ein Konzept hintersteckt. Okay. Und zwar gibt es doch auf dem Volksfest hier dieses komische Glücksrad-Ding. Mhm. So. Und Also die Kelly-Formel immer das Doppelte anwählen, wenn man verliert? Was? So. Nein. Nee, ja, okay. So ähnlich. Und zwar ist ja die Gewinnchance ist ja, dass bei Grün, also Grün kommt zu 75% Ja, und Orange zu 25%. ja. Und bei der Kelly-Formel ist das so, dass du quasi bei dieser Gewinnspanne, also bei diesem 75-25, bekommst du den meisten Gewinn oder erleidest den wenigsten Verlust, wenn du immer die Hälfte setzt. Also ich kann die Formel wahrscheinlich hier auch mal einblenden, dann ist das ein bisschen verständlicher. Hier die Formel. Hier die Formel. Ja, fand ich es super interessant irgendwie, als ich das gelesen hatte. Also hatte ich nochmal übers Volksfest 1, 2 Sachen gelesen und dann hier, ja, und eine Kelly-Formel. Und ich dachte mir so, hey, was? Dann habe ich mir das durchgelesen und dachte mir so, cool, das ist ja genau das, was ich immer gemacht habe. Habe ich also richtig gemacht. Ich habe immer das was hab Du ich musst immer einfach gesetzt? immer die Hälfte von dem, was Genau. du gerade hast, setzen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich glaube auch so in dem Dreh, tatsächlich. Aber es funktioniert weil halt du es wirklich mir nur gesagt bei hast, diesem 75-25-Ding. Wenn die Ja, weil es da dann die, Wahrscheinlichkeit anders wäre, dann würde ja. es nicht mehr aufgehen. Mayonnaise. Hochwertige Mayonnaise. so viel Zeug, was ich immer dabei habe. So, jetzt geht's aber gerade. Jetzt. Oh, die Störe möchten Super. etwas. Ein Diamanten, das ist doch kein Ding. Die möchten einen Diamanten? Ja. Das ist doch Okay. ganz normales Störverhalten. Stirb mal. Hey, schaut, es ist Diamant, genau das, was wir gebraucht haben. Sternfruchtsaat. Weil jetzt können sie sich bis zu drei Störe vermehren. Ah, Keine Ahnung, wie das geht, weil war ja nur ein Stör da ursprünglich drin, Ja. aber geht schon. Zellteilung. So kriegt man auch 2 Pizzerias und so. Durch Pizzerie? Stammzellen. Pizzerien. So kriegt man auch die nächste Folge Butchbob 42 Stardew Valley Dings. Durch Bums. Zellteilung? Durch Oder Zellteilung. Stammzellen? Oh, wie müde, Alter. Was denn los heute? Bin ich müde. Immer noch nicht gefragt. Nee, ich auch nicht. Mann, ey. So. Ich frage Du euch Kacker. jetzt aber, wollt ihr Butchbob 42 abonnieren? Dann macht das bitte. Und lasst gern ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, schreibt einen Kommentar. Das würde mich freuen. Und schaltet Ja. auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir dann über automatisiertes Fahren reden. Ist das so? Ja, habe ich gerade so Cool. beschlossen. Okay. Dann ist gar nicht mal so ein Cliffhanger. Das wäre schon ein Spoiler. Stimmt, ist ein Teaser. Ein Teaser. Ah, genau. Cool. Bis dann. Tschüss.